Heute habe ich Pfifferlinge für dich, so wie du die garantiert noch nie gegessen hast. Ich habe auch das ganze Internet durchsucht nach Pfifferlinge im Backofen oder in der Heißluftfritteuse und habe nirgendwo ein Rezept gefunden. Und da habe ich gedacht, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Ja, Schluss der ganzen kurzen Vorrede. Jetzt geht es gleich los mit dem Video. Und viel Spaß beim Nachmachen. Und du wirst sehen, es ist richtig, richtig schön lecker. Kochen mit Ursula und den Heißluftofen. Tolle leckere Rezepte, schonendes Garn, Kalorien sparen. Erfahr alles zum Heißluftofen. Klicke hier und abonniere meinen Kanal und verpasse keine Tipps von mir. So, ich habe hier ein Körbchen Pfifferlinge. Die habe ich gerade mitgenommen. Und normal mache ich die Pfifferlinge ja immer in der Pfanne. Jetzt habe ich mir aber überlegt, ich könnte die mal in der Heißluftfritteuse probieren. Gut, am Anfang, jetzt muss ich die erstmal alle putzen und sauber machen. Da melde ich mich danach wieder, da müsst ihr nicht zugucken. Das ist ein bisschen Buddelarbeit, weil die sollte man trocken putzen. Es gibt auch einen Trick mit Mehl, wo man die mit Mehl bestäubt, egal was für Mehl, in eine Tüte packt, abschüttelt und dann kann man sie abbrausen. Dann sollten sie auch kein Wasser ziehen, weil das Problem bei Pfifferlinge ist, dass die sehr schnell Wasser ziehen und wässrig werden. Ja, außer der Pfifferlinge habe ich hier noch Bacon und eine Zwiebel. So, jetzt machen wir erstmal kurz Stopp, weil jetzt putze ich meine Pfifferlinge und dann sehen wir uns wieder. So, jetzt bin ich fast fertig. Das ist der letzte. Also so ein Silikonpinsel ist da sehr hilfreich. Mit den Sand alles beseitigen. Und hier in den Hinterteilen, wenn da noch etwas ist, das abschneiden. So, das war Teil 1. Ich habe jetzt hier diese Pfifferlinge erstmal hier drauf verteilt. Jetzt widme ich hier um meinen Bacon. Jetzt kommen die Pfifferlinge mal ganz kurz nochmal da runter. Denn ich habe jetzt Folgendes vor. Der Bacon kommt hier unten drunter. Und auf den Bacon kommen jetzt die Pfifferlinge. So, das ist Teil 1. Der Bacon unten drunter und die Pfifferlinge oben drüber. Jetzt tun wir hier um meine Zwiebeln. So, jetzt werden die Zwiebeln klein gewürfelt. Jetzt hole ich nochmal das her. Ich habe den Bacon nämlich unten drunter gemacht, dass ich jetzt hier meine Zwiebeln das oben drüber machen kann, damit die auch nicht gleich unten drunter durchfallen. Ja, und wenn ich das so betrachte, da langt die halbe Zwiebel komplett. Da brauche ich keine ganze Zwiebel, denn das ist schon richtig viel Zwiebel. So sieht das jetzt aus. Ich habe hier jetzt noch Bacon. Da ich jetzt keinen gewürfelten Speck da habe, würfel ich mir den etwas klein. Das Messer war auch schon mal schärfer. So, jetzt kommt dieser Bacon schön verteilt darüber. Ja, und wie bin ich auf die Idee gekommen? Und zwar, ich habe gedacht, in der Pfanne, die Pfifferlinge schmecken ja auch richtig lecker. Aber wenn ich die vielleicht jetzt hier mal in der Heißluftfritteuse probiere, kann das sein, dass die noch mehr ihren Eigengeschmack entfalten können, weil sie ja nicht ganz so in dem Fett drinne schwimmen von dem Bratfett. Der Bacon ist auch ein Fett, aber es ist ein bisschen eine andere Art von Fett. Und ich lasse mich überraschen, wie das schmeckt. Ja, das Tablett ist fertig. Jetzt tue ich das noch etwas würzen. Ich würze es jetzt auch erstmal nur mit Pfeffer. Salz mache ich dann zum Schluss. Ja, das dürfte genug Pfeffer sein. Jetzt kommt das in die Heißluftfritteuse. Und da probiere ich das jetzt mal mit 180 Grad. Ja, nach einer Viertelstunde schaue ich mal nach, aber ich denke, das kann bestimmt noch länger drinne bleiben. So, die erste Viertelstunde ist rum. Und das Ganze sieht jetzt so aus. Heiß, heiß, heiß. Kurz abstellen. Schnabbi. Sieht schon richtig lecker aus. Aber ich würde sagen, ich verlängere das Ganze noch mal etwas.
Mal gucken, dass die nicht zu trocken werden. Mal einen probieren. Ja, das schmeckt eigentlich schon richtig gut. So, ich habe jetzt nach 4 Minuten Schluss gemacht. Ich denke, sonst wären die mir doch zu trocken. Jetzt kommen die erstmal in das Schälchen hier. So, Bacon, du kommst noch mal runter. Denn den will ich noch mal ganz kurz, ein paar Minuten brutzeln lassen. Aber nur ganz kurz. 2-3 Minütchen, wenn überhaupt, beobachte ich. So, jetzt kommt noch etwas Salz. Jetzt habe ich hier meine Körbchen. So sieht jetzt mein Körbchen angerichtet aus. Jetzt kann ich an die Verköstigung gehen. Das Aussehen tut schon mal lecker. Ja, und dass ich jetzt essen kann, muss ich mal eine Tafel tiefer stellen. Sonst fällt mir das Ganze runter. Also schmeckt richtig lecker. Jetzt der Bacon noch. Ja, süß. Hoppla. 250 Gramm im Mund. Ich muss mal hinterstocken. Du siehst, es war gar keine oder nicht viel Arbeit. Du hast mal Pfifferlinge auf eine ganz andere Art und Weise zubereitet. Ja, richtig schön lecker. Herzhaft im Geschmack. Wenn dir meine Videos gefallen, dann abonniere ganz einfach meinen Kanal und du bekommst immer die neuesten Videos sofort angezeigt. Und hier unten links bekommst du weitere ausführliche Informationen zum Rezept. Und verpasse keine Tipps.